Hallo und herzlich willkommen bei Inside AI. Heute zum Thema Hör auf, das LLM zu prompten und fang an, es zu programmieren. Wir gucken uns heute endlich DSPy an. Ja, ich hatte ja in vielen Videos hier und da schon mal DSPy erwähnt und wollte jetzt auch mal ein dediziertes Video zu dem Thema machen. DSPy, das ist ein LLM-Framework, entwickelt in Stanford. Und das Besondere an DSPy ist, es geht tatsächlich darum, ein bisschen mehr Determinismus in die Welt der KI und LLMs zu bringen. Das Framework ist tatsächlich schon relativ alt, das gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Ich muss zugeben, ich fand es bislang immer sehr sperrig, das anzugehen, aber wenn man es einmal durchdrungen hat und einmal verstanden hat, was DSPy eigentlich machen möchte, dann bemerkt man schnell, dass das doch für den einen oder anderen Einsatzfall tatsächlich sehr hilfreich sein kann. Natürlich im Zeitalter der Agentic Loops, wo manche Leute davon berichten, dass sie gar nicht mehr selber prompten, sondern nur noch Loops schreiben, die dann im Hintergrund ihre LLMs prompten, mag man sich fragen, wozu brauche ich denn jetzt so ein LLM-Framework? Aber ich glaube, gerade wenn man viel rumexperimentiert und gerade wenn man auch mit kleineren, weniger intelligenten Modellen arbeiten möchte, um Kosten zu sparen, um schneller zu sein, um effizient zu sein oder einfach, weil man diese Modelle lokal betreiben kann, dann lohnt es sich schon auch auf so ein Framework zu schauen. Und das wollen wir heute einmal machen. Ja, DSPy ist auf GitHub zu finden. Die Homepage wurde vor kurzem auch überarbeitet und mittlerweile ist die Dokumentation tatsächlich auch deutlich besser. Wie gesagt, ich persönlich fand es immer etwas sperrig zu starten, weil vor allem auch die Terminologie irgendwie ungewohnt war. Aber das Ganze haben auch die Entwickler erkannt und haben auch die Dokumentation etwas abgedatet in letzter Zeit. Also ihr seht hier schon ein kleines Beispiel. Es handelt sich dabei, wie man jetzt sehen kann, um ein Python-Framework. Und die Dokumentation ist, wie gesagt, auch ganz gut. Da könnt ihr euch gerne dran entlanghangeln. Ich habe heute tatsächlich ein paar Beispiele mitgebracht und wir werden das einmal durchgehen, damit ihr die Konzepte versteht, die DSPy so mitbringt. Aber bevor wir das tun, wollen wir uns einmal das Paradigma von DSPy nochmal anschauen. Und zwar, wie ich am Anfang gesagt habe, es geht tatsächlich darum, das LLM eher zu programmieren, als es zu prompten. Das bedeutet, man geht weg vom eigentlichen manuellen Schreiben von Prompts, also man erklärt jetzt nicht mehr in langen Texten dem LLM, was es zu tun hat, sondern das Ganze wird kodifiziert. Das heißt, der Code sagt dem LLM dann idealerweise, was es zu tun hat. Und das Ganze hat einen großen Vorteil, nämlich, wenn man einmal diese Struktur aufgebaut hat, kann man das Ganze tatsächlich auch automatisch optimieren. Das heißt, das LLM sucht sich tatsächlich dann einen optimalen Prompt. Man kann das auch unterschiedlich gestalten. Man kann ein starkes Modell nehmen, was sozusagen der Teacher ist, und ein schwächeres Modell, was dann über einen sehr ausführlichen Prompt womöglich tatsächlich lernt, bestimmte Aufgaben besser zu erledigen. Deshalb das Paradigma von DSPy: Program, don't prompt. Und was das heißt, schauen wir uns jetzt einmal tatsächlich direkt im Code an. Ich habe ein paar Beispiele dazu mitgebracht. Das ist absichtlich einfach gehalten. Gerade die ersten Beispiele habe ich wirklich versucht, so reduziert wie möglich zu gestalten, damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Wenn ihr schon mal irgendein Framework benutzt habt, wenn ihr schon mal die OpenAI Library in Python benutzt habt, dann wird das zu Beginn relativ ähnlich aussehen. Ihr legt erstmal natürlich fest, was möchte ich für ein LLM benutzen. Dafür braucht ihr üblicherweise einen API-Key oder eben nicht, wenn ihr ein lokales Modell nehmt, was wir heute auch tun werden. Ihr gebt an, unter welcher URL die API zu finden ist, welchen Modellnamen ihr auswählen wollt, und dann wird einmal das LLM definiert, instanziert mit den entsprechenden Werten. Und der eigentliche Code, den wir uns angucken wollen, ist jetzt hier zu finden. Und das ist jetzt wirklich das allereinfachste Beispiel. Und das sieht jetzt ehrlicherweise noch nicht so wirklich aus nach irgendwas anderem als das, was wir schon in anderen Libraries kennen, sondern das ist tatsächlich jetzt absichtlich im ersten Beispiel einmal gezeigt. Man kann DSPy auch so nutzen, wie man zum Beispiel die OpenAI Library benutzen würde. Man definiert also hier entsprechend im Array die Rollen, den Prompt und gibt das Ganze dann an das LLM weiter. Das können wir einmal jetzt starten. Das ist noch nichts Besonderes. Und dann hoffen wir mal, dass wir gleich eine Antwort bekommen. Und wir sehen, wir bekommen jetzt eine Antwort. Es geht jetzt hier dabei zu antworten, was die Hauptstadt von den Niederlanden ist. Das Ganze ist jetzt noch gar nicht formatiert, sieht auch nicht schön aus. Und genau darum soll es jetzt im nächsten Schritt gehen. Also wir gehen jetzt eine Stufe weiter. Das war erstmal ein sehr rudimentäres Beispiel, was noch nicht die Vorzüge von DSPy aufgezeigt hat. Dem widmen wir uns jetzt. Und zwar sieht das Ganze jetzt schon ganz anders aus. Wir haben weiterhin die Instanzierung von unserem Language Model
Und jetzt, anstatt tatsächlich einen Prompt zu schreiben, definieren wir eine sogenannte Signatur. Diejenigen von euch, die schon länger programmieren, werden das vielleicht kennen. Wenn man jetzt mit Programmiersprachen wie Rust beispielsweise arbeitet, da spricht man tatsächlich auch von Signaturen, wenn man beispielsweise Funktionen definiert. Und ähnlich ist es auch bei DSPy. Ich habe also eine Signatur. Und diese Signatur ist in dem Fall, ich habe ein Subjekt, ein Thema und ich möchte als Ergebnis einen Witz haben, einen Joke. Das heißt, die Signatur ist wirklich, ich bekomme ein Thema rein und ich bekomme einen Witz raus. Das Ganze können wir dann entsprechend instanzieren über die DSPy Predict Klasse und können da die Joke-Signatur dann reingeben und bekommen das Ergebnis. Und das schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich das jetzt hier starte. Ich bekomme einen Witz, wie zu erwarten. Warum mögen Programmierer eher den Dark Mode? Weil das weniger Bugs anzieht. Jetzt nicht der beste Witz, ist auch nicht das beste Modell, was dahinter läuft. Und LLMs sind sowieso jetzt nicht notwendigerweise die besten, wenn es um Humor geht. Aber ihr seht schon, das Ganze flutscht jetzt tatsächlich deutlich besser raus, ist auch entsprechend formatiert. Ich bekomme also jetzt nur die Antwort. Und wir schauen uns einmal an, was wir damit alles so Tolles machen können. Das ist also das einfachste Beispiel. Ich habe eine Signatur definiert und ich bekomme tatsächlich, ohne jetzt wirklich einen Prompt von Hand zu schreiben, genau das raus, was ich rausbekomme. Was da hinter den Kulissen passiert, das schauen wir uns gleich an. Das Ganze kann man natürlich beliebig erweitern. Und zwar im nächsten Beispiel haben wir jetzt nicht nur ein Thema, was wir definieren, sondern auch eine Sprache. Das heißt, die Signatur wurde einfach um einen weiteren Parameter erweitert, den wir reingeben können. Das Gleiche wird dann auch so instanziert, mit dem Unterschied, dass wir jetzt neben dem Thema auch die Sprache in diese Funktion eingeben, um den Witz zu generieren. Und auch das werden wir jetzt einmal starten und uns anschauen, was dabei rumkommt. Genau. Und wir sehen, der Witz kommt jetzt tatsächlich auf Deutsch. Wie viele Programmierer braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Keinen. Das ist ein Hardware-Problem. Ja, auch jetzt nicht der beste Witz, aber so, wie gesagt, Humor ist jetzt nicht unbedingt der beste Use Case für LLMs. Aber es ist auf jeden Fall gut genug, damit wir hier DSPy einmal näher betrachten können. Ja, gehen wir einmal weiter und jetzt wird es nämlich interessant, weil wir das Ganze natürlich erstmal jetzt sehr abstrahiert wahrgenommen haben. Wir haben das Ganze definiert, wir haben die Signatur definiert, aber am Ende haben wir nur die Antwort bekommen und ich persönlich, ich will immer ganz gerne nachvollziehen, was passiert denn da jetzt eigentlich im Hintergrund? Warum funktioniert das Ganze denn jetzt so? Und das kann man machen, indem man sich wirklich die gesamte Historie bzw. den gesamten Verlauf auch dann einmal hier ausgeben lässt. Also am Anfang sehen wir wieder, das Ganze ist übrigens auch gecached. Das heißt, wenn ich das jetzt mehrfach laufen lasse, läuft es nicht notwendigerweise wieder um das LLM, wenn das Ganze schon einmal gefragt wurde. Cached DSPy das automatisch. Das lässt sich aber natürlich auch deaktivieren, wenn man jedes Mal durch das LLM wirklich laufen möchte. Und das Spannende ist, wir sehen das Ganze dann auch, so wie DSPy für das LLM kommuniziert, wie es den Prompt formatiert. Und es ist sehr, sehr strukturiert. Wir sehen, das LLM bekommt mitgegeben, welche Eingabefelder es hat, Thema, Sprache, welche Ausgabefelder es hat, also ein Joke in dem Fall. Und wir sehen auch, das Ganze ist tatsächlich mit entsprechenden Typen versehen. Das heißt, das alles sind jetzt wirkliche Strings. Das heißt, das Ganze kann dann auch von DSPy validiert werden. Ist es ein String oder ist es beispielsweise eine Zahl, ist es ein Integer, wird eine Floating-Point-Zahl erwartet, eine Gleitkommazahl. Das Ganze kann entsprechend über diese Types der Programmiersprache dann festgelegt werden. Und es gibt eine Struktur vor und in dieser Struktur muss dann tatsächlich auch das LLM antworten. Und wir sehen, wie die eigentliche Antwort dann wirklich des LLMs aussieht. Also das LLM gibt wirklich in solchen Blöcken dann jeweils die unterschiedlichen Antworten aus, wie beispielsweise jetzt hier dann den Witz. Das heißt, DSPy nimmt uns tatsächlich schon einiges an Arbeit ab. Jetzt natürlich bei diesen sehr einfachen Beispielen wie dem Witz, da würde auch ein Einzeiler reichen, wenn man dem LLM sagt, gib mir einen deutschen Witz aus zum Thema Programmieren. Klar, das würde natürlich auch gehen, aber ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, je komplexer mein Programm sein soll, je mehr Parameter ich habe, umso hilfreicher ist tatsächlich diese Struktur, die DSPy dann vorgibt. Und das Interessante ist auch, je intelligenter die Modelle werden, umso einfacher fällt es denen auch, sich an diese Struktur zu halten. Gerade aber für kleinere Modelle ist das Ganze interessant, weil wir eben jetzt Validierungsmechanismen eingebaut haben. Wir können überprüfen, entspricht die Antwort dem Format, wie es DSPy es erwartet? Haben die den korrekten Datentyp, den wir erwarten? Und wenn nicht, kann DSPy das Ganze dann auch einfach nochmal prompten. Und das Ganze kann man entsprechend bei komplexeren Fällen dann auch einstellen.
Es gibt natürlich auch, wie ich gesagt habe, verschiedene Typen. Also wir müssen jetzt nicht nur mit Strings arbeiten, das ist natürlich ein relativ einfacher Fall, aber wir können auch beispielsweise mit Booleans arbeiten. Wir können jetzt noch einen weiteren Parameter einführen, nämlich wir wollen, dass der Witz vielleicht etwas deftiger ist. Also ich habe jetzt hier explicit Boolean noch als Parameter mit eingegeben und auch das können wir dann einmal starten. Ja, und wie ihr seht, das ist tatsächlich ein etwas deftigerer Witz, der dann jetzt hier rauspurzelt. Wir können das Ganze natürlich jetzt auch mal umswitchen. Ich könnte das jetzt zum Beispiel auch auf False hier setzen und dann lassen wir das Ganze mal weiter durchlaufen und wir sehen, das ist jetzt ein weniger deftiger Witz, der da rauspurzelt. Das zeigt also ein bisschen auf, wie man mit diesen Datentypen umgehen kann und ihr könnt euch dann schon vorstellen, wenn das Ganze jetzt in eine User-Interface eingebettet wird, kann man natürlich sehr schön über irgendwelche Schalter das Ganze dann vielleicht sogar auch steuern. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz. Ja, das Ganze kann man auch ein bisschen strukturierter auch noch im Code strukturieren. Man kann die Signaturen tatsächlich als Klassen definieren. Das sehen wir jetzt einmal hier, wo wir die Signatur dann in dieser Klasse, in diesem Jokebot definieren. Wir können also zum Beispiel jetzt einen Witz uns über ein Land erzeugen lassen. Also wir haben ein Land, wir haben ein Thema und dann bekommen wir als Output den Witz heraus. Und auch das funktioniert natürlich. Jetzt haben wir unseren Witz und wir sehen, der Witz, genau wie im Code angegeben, geht jetzt über einen deutschen Ingenieur. Wir können uns ja mal durchlesen. Vielleicht ist der ja was witziger. Warum wurde der deutsche Ingenieur vom Freizeitpark rausgeschmissen? Weil er 6 Monate damit verbracht hat, die Achterbahn zu overengineeren. Ja, ihr könnt euch das ja selber durchlesen. Ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Witz, aber er spricht halt eine Sache an, nämlich deutsche Ingenieure, die sind dafür bekannt, dass sie vielleicht auch mal über die Stränge schlagen. Genau. Was wir dann als nächstes machen können, wir können tatsächlich auch mal eine andere Funktion benutzen, eine andere DSPy-Klasse, nämlich anstatt dem DSPy Predict nutzen wir jetzt mal das sogenannte Chain of Thought und aktivieren hier dann auch mal die erweiterte Ausgabe. Das speichere ich jetzt auch mal. Und zwar hat das folgenden Hintergrund. Wir haben nicht nur die Predict-Funktionalität, das ist nämlich der einfachste Fall. Das ist im Prinzip einfach, ich prompte ein LLM mit der entsprechenden DSPy-Struktur und bekomme dann die Antwort. Man kann aber auch über DSPy zum Beispiel Chain of Thought erzwingen. Das heißt, man kann erzwingen, dass dieses Modell tatsächlich nochmal länger nachdenken soll. Ist natürlich jetzt in der heutigen Zeit, wo die meisten Modelle tatsächlich Reasoning-Modelle sind, gar nicht mehr so unüblich. Das Ganze war aber vor allem interessant, weil es auch für Modelle funktioniert, die eben eigentlich nicht dieses Reasoning antrainiert haben. Und auch das können wir uns einmal anschauen, wenn wir das jetzt nochmal laufen lassen. Das ist auch hier zum Beispiel in der Anleitung, könnt ihr das nochmal sehen. Da ist auch ein Beispiel für ein Haiku, das geschrieben wird. Da wird auch am Anfang das Predict-Modul genutzt und dann gibt es ein weiteres Beispiel für das Chain of Thought-Modul. Und hier warten wir jetzt auch geduldig, bis unsere Antwort kommt. Wie gesagt, das Ganze läuft über ein lokales Modell und dadurch dauert es vielleicht mal deutlich länger, als wir das eigentlich gewohnt sind. So, und hier ist jetzt auch schon die Antwort. Und wir sehen, er hat quasi am Anfang diese Reasoning, erklärt also, warum er diesen Witz jetzt so aufbauen wird, wie er den aufbaut. Und am Ende kommt dann die Antwort und DSPy kann diese Struktur tatsächlich interpretieren. Und wir können uns auch mal anschauen, wie das tatsächlich dann wirklich, wie die eigentliche Response vom LLM, also die Response, die tatsächlich so auch aus dem LLM dann rauspurzelt. Da haben wir diesen Reasoning-Block, dann haben wir den Joke-Block und das Ganze kann dann entsprechend auch angefordert werden. Also ich kann das natürlich rausparsen, dass ich nur den Joke rausparse oder nur das Reasoning oder beides oder. DSPy kann aber natürlich noch viel mehr. Das waren jetzt also erstmal Beispiele, die so diese grundsätzliche Denkweise von DSPy aufzeigen sollen. Das Denken in Signaturen, weg vom Prompt-Schreiben hin zum Signaturen definieren und dann auch das ganze Thema der verschiedenen Module. Es gibt auch das sogenannte React-Modul, das dann tatsächlich schon wieder deutlich stärker in das Thema Agentic AI geht, nämlich über React können wir dem LLM dann auch Tools bereitstellen. Also hier sind wir dann schon komplett in der Welt der KI-Agenten, die haben Werkzeuge, die können diese Werkzeuge auswählen, Werkzeuge benutzen, um mir die Antwort zu geben. Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, ein einfaches Beispiel. Wir haben hier mal die Bevölkerung von verschiedenen Ländern in einer Liste und dann
haben wir verschiedene Funktionen, die tatsächlich das LLM dann zur Verfügung hat. Einmal kann es die Bevölkerung anfragen für ein Land, das heißt, es muss das Land angeben, bekommt dann die Bevölkerungszahl raus und kann dann eine Berechnung durchführen. Also eine Berechnung, indem es zum Beispiel die Bevölkerungszahl mal eines Wertes nimmt. Und die Testfrage, die wir jetzt stellen würden, wenn jeder Deutsche 2 Äpfel à 30 Cent kauft, was kostet das dann? Ist ein natürlich super einfaches Beispiel und das könnte natürlich heutzutage auch wahrscheinlich jedes Modell aus dem Stegreif beantworten. Aber ich möchte das einfach einmal aufzeigen, wie das Ganze dann funktioniert. Also wir sehen, dass verschiedene Schritte durchlaufen werden. Das LLM möchte die Bevölkerung von Deutschland erfassen, kann die Funktion Bevölkerung get population ausführen, bekommt dann entsprechend die Zahl zurück und dann kann es auch diese Berechnung durchführen. Es gibt also in die Calculate-Funktion dann diese Berechnung ein, bekommt das Ergebnis raus und kann dann dieses Ergebnis benutzen, um zu antworten. Wie gesagt, ein super einfaches Beispiel für diejenigen, die Coding-Agenten einsetzen. Ihr wisst, das Ganze funktioniert natürlich für deutlich komplexere Sachverhalte jetzt schon im Alltag. Aber wenn es jetzt darum geht, Anwendungen zu implementieren für sehr konkrete Use Cases, wo ihr vielleicht auch gar nicht wollt, dass das LLM großartig nach links und rechts auch noch Dinge tun kann und antworten kann, sondern es wirklich darum geht, man hat einige wenige Funktionen, die ausgeführt werden können. Ich möchte das Ganze aber schon über natürliche Sprache antriggern können. Das heißt, eine Person kann per natürlicher Sprache eine Anfrage eingeben. Das LLM wählt entsprechend die relevanten Tools aus, führt diese aus mit entsprechenden Parametern und gibt dann die Antwort raus. Da, glaube ich, ist es schon tatsächlich ganz praktisch, wenn man da auch mal DSPy ausprobiert. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Frameworks, die Ähnliches ermöglichen, aber bei DSPy ist tatsächlich der Vorteil, dass man halt weg von diesem Prompt-Schreiben und hin zum Definieren der Funktionalität und der Signaturen kommt. Okay, soweit, so gut. Das sind also jetzt viele Aspekte von DSPy, die ich persönlich für interessant halte. Aber der eigentliche Showstopper bei DSPy ist aus meiner Sicht die Möglichkeit, tatsächlich diese Programme dann auch automatisch zu optimieren. Und was heißt das, diese Programme zu optimieren? Es gibt tatsächlich verschiedene Optimierungsansätze und der modernste davon nennt sich Gepper. Das ist ein Optimierungsansatz, der tatsächlich verschiedene Kandidaten generiert auf Basis von Beispielfragen und Beispielergebnissen, die man dann auch mitgibt, also goldenen, richtigen Antworten. Und durch den Optimierungsprozess wird dann tatsächlich der Prompt immer weiter verfeinert und umgeschrieben. Und am Ende wählt man den Prompt aus, der tatsächlich dann die besten Ergebnisse in der Breite geliefert hat. Also es reichen hier tatsächlich häufig dann schon so 10 Beispiele, mit denen man arbeiten kann. Und anders als zum Beispiel beim Feintuning von Modellen, wo man deutlich mehr Daten benötigt, ist das tatsächlich ein sehr, sehr guter erster Schritt, den man durchführen kann, wenn man zum Beispiel ein Modell hat, was man benutzen muss, weil es lokal läuft oder weil es das Modell ist, was man zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist aber noch nicht zufriedenstellend. Wenn ich das versuche per Hand zu prompten, dann lohnt es sich tatsächlich, das Ganze über so ein Optimierungsverfahren zu optimieren. Wie das aussieht, das gucken wir uns gleich an. Das Spannende daran ist vor allem auch, dass ihr diese Optimierung beliebig oft durchführen könnt. Wenn das Modell ausgetauscht wird, könnt ihr diese Optimierung nochmal neu fahren und der Prompt wird dann entsprechend auch im Hintergrund abgeändert, so angepasst, dass er tatsächlich für das entsprechende Modell am besten funktioniert. Und dazu habe ich 2 Beispiele mitgebracht, wie diese Optimierung aussieht. Und zwar haben wir ein Beispiel. Bei diesem Beispiel geht es jetzt darum, wir haben verschiedene Fehlerbeschreibungen, technische Fehlerbeschreibungen aus dem Software- und dem Hardware-Bereich und wir möchten, dass das Modell diese Fehler klassifiziert mit A, B und C. Die Besonderheit bei diesem Beispiel ist jetzt, C bedeutet, dass es ein sehr dringlicher Fehler, der gelöst werden muss und A ist eher ein Fehler, der jetzt nicht so besonders eilig oder dringlich ist, gelöst zu werden. Also unintuitiv. Und natürlich könnte man das Ganze erstmal über einen eigenen Prompt schreiben, aber in unserem DSPy-Programm haben wir tatsächlich einen super kurzen Prompt, nämlich die Signatur, die beschreibt, klassifiziere bitte dieses Support-Ticket mit einem Dringlichkeitscode. Wir haben also hier ein kleines Datenset, was wir mitgeben. Das sind also die Trainingsbeispiele, die dann auch das Modell
bzw. DSPy zu sehen bekommt. Und wir haben 3 Beispiele, die am Ende dazu benutzt werden, um festzustellen, ob das Modell denn tatsächlich besser geworden ist. Wenn wir jetzt diese Optimierung durchlaufen lassen, das dauert dann natürlich ein bisschen. Ihr müsst euch auch vorstellen, da werden relativ viele Varianten erzeugt und das verbraucht natürlich dann auch Tokens. Aber der Gedanke ist, dass man sowas natürlich pro Modell, was ich einsetzen will, eigentlich nur wirklich einmal machen muss mit guten Beispielen und dann idealerweise tatsächlich die Genauigkeit schon deutlich verbessert habe. Ich habe das im Vorfeld einmal durchlaufen lassen und wir schauen uns das einmal an. Das Interessante ist hier, unintuitiv ist tatsächlich, dass C jetzt hier super dringlich ist und A nicht so dringlich. Das weiß das Modell natürlich im Standard nicht, sondern im Standard liegt es meistens daneben. Das habe ich jetzt bewusst so ausgewählt, damit wir mal ein Beispiel dafür haben, wo ein Modell erstmal daneben liegt und wo dem Modell dann beigebracht wird, dann unsere Klassifizierung tatsächlich anwenden zu können. Wir können also sehen, hier die Klassifizierung vorher ist natürlich genau andersrum. Das Modell benutzt A für am meisten dringlich und C für am wenigsten dringlich. Wie gesagt, ist absichtlich so gewählt. Und nachdem ich dann die Gepper-Optimierung laufen lasse, haben wir jetzt hier C weiter oben. Der initiale Prompt ist die Signatur, Classify the Support Ticket Urgency Code. Und nach der Optimierung erhalten wir folgenden Prompt. Und das ist halt das Spannende. Das ist jetzt zwar, wie gesagt, ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Da würde man wahrscheinlich niemals auf die Idee kommen, das jetzt über so einen DSPy-Optimierer laufen zu lassen, weil diese Art Prompt hätte man selber auch hinbekommen. Aber wir gucken uns gleich mal einen an, bei dem das dann doch schon deutlich ausführlicher ist. Aber das Spannende ist, wie gesagt, das ist jetzt aus der Optimierung hervorgekommen. Es ist sehr strukturiert aufgeschrieben und es kommt tatsächlich auf den Punkt, erklärt genau die Sachverhalte, die das Modell beachten muss und ist dann quasi in 100% der Fällen liegt dann das Modell nach der Optimierung richtig. Wie gesagt, natürlich bewusst super einfaches Beispiel gewählt. Wir schauen uns jetzt an, wo das Ganze dann noch interessanter werden könnte. Und zwar habe ich noch ein weiteres Beispiel rausgesucht und hier ist es tatsächlich dann ein bisschen anders. Ich habe ein eigenes Datenset erstellt, nämlich ein Datenset mit Schlagzeilen. Wir können uns das Datenset einmal angucken. Das sind also hier einfach Schlagzeilen, die ich von bestimmten Newsseiten gecrawlt habe und ich habe die tatsächlich händisch mal annotiert. Von 0 bis 4 habe ich die annotiert. 0 interessiert mich gar nicht. 4, super Schlagzeile, ich möchte mehr davon lesen. Der Gedanke ist, sowas ist natürlich im Alltag schon sehr praktisch. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Agenten aufbauen möchte, der einem die Schlagzeilen klassifiziert und diejenigen raussortiert, die einen nicht interessieren, kann ich das Ganze natürlich mittlerweile auch über sowas wie ein Agent-Skill machen und im Dialog mit dem Agenten natürlich erarbeiten. Aber sowas kann man tatsächlich auch deutlich strukturierter machen mit DSPy. Und gerade wenn es jetzt um sehr, sag ich mal, anspruchsvolle Datensätze geht, die gut annotiert sind, die also aufzeigen, was die richtigen gewünschten Antworten sind, ich das aber selber gar nicht so wirklich weiß, wie würde ich das denn jetzt ausdrücken, was interessieren mich für Schlagzeilen und was interessiert mich vielleicht weniger, da wird es halt spannend, so eine Optimierung drüber laufen zu lassen. Das heißt, auch hier ist ein Programm, ich gebe den Datensatz rein, der Datensatz wird entsprechend auch aufgetrennt in Training, Validierungssätze. Daraus werden Beispiele gebildet und das Ganze wird dann durch diesen Gepper-Algorithmus optimiert. Und das, was dann dabei am Ende rauspurzelt, das schauen wir uns hier auch mal an. Das ist tatsächlich sehr interessant. Also, wir haben hier verschiedene Headlines. Und wie gesagt, das ist jetzt ja mein persönlicher Geschmack, den ich da kodifiziert habe, indem ich diese Daten annotiert habe, so wie mich das interessiert. Das heißt, das Modell kann das natürlich erstmal gar nicht wissen. Der ursprüngliche Prompt ist auch einfach wirklich super kurz. Also, sage vorher, wie sehr der Benutzer diese Schlagzeile mögen wird oder wie sehr ihm die Schlagzeile gefallen wird. Und interessanterweise vor der Optimierung in 56, also ungefähr in der Hälfte der Fälle lag das Modell schon richtig. Also ich habe jetzt offensichtlich auch nicht so den ganz einzigartigsten Geschmack, so wie es aussieht. Aber nach der Optimierung liegt das Modell dann tatsächlich schon in 83,3% der Fälle richtig. Und hier ist natürlich auch interessant, wie sehr weicht es davon ab. Also vorher hatte es sehr häufig 44443 gegeben. Die Schlagzeilen sind natürlich heutzutage auch sehr Clickbait-lastig, sodass das Modell natürlich da sehr viel Signale zu erkennen meint und ich habe aber natürlich, ich achte auf sehr spezifische Dinge, wenn ich so eine Schlagzeile sehe und das Interessante ist, dass durch meine Klassifizierung wirklich das Modell sehr, sehr nah an dem liegt, wie ich es auch selber klassifizieren würde. Wir sehen hier immer noch ein paar Abweichungen, nämlich das ist auch schwierig, weil das ist tatsächlich eine Schlagzeile, die ich eigentlich auch höher bewertet hätte und wir sehen,
das ist dann tatsächlich der Prompt, der dabei am Ende rauspurzelt. Das heißt, sehr strukturiert wird hier dann schon, ja, ich habe mich vertan, es ist wirklich von 0 bis 5 gewesen, nicht von 0 bis 4. Und da werden dann verschiedene Domänen aufgelistet, die offensichtlich von hohem Interesse sind, basierend auf meiner Annotation. Und sogar noch ein paar Hinweise. Und diese Hinweise entstehen dann tatsächlich im Training. Das heißt, man kann sich auch verschiedene Kandidaten anschauen, die aus dem Training rauspurzeln. Und das ist jetzt tatsächlich das Endergebnis, was dabei rausgekommen ist. Und wie ihr sehen könnt, das ist schon recht ausführlich und was ich so wahrscheinlich gar nicht von mir aus hätte genau beschreiben können, sondern die Daten haben in dem Fall für sich gesprochen in Kombination mit der Anleitung durch das LLM. Und auch das hier, muss man dazu sagen, ist immer noch ein sehr einfaches Beispiel. Interessant wird das Ganze natürlich dann, wenn man deutlich komplexere Datensätze hat. Was ich beispielsweise auch schon in der Vergangenheit gemacht habe bei DSPy, ist das ganze Thema Structured Extraction. Das heißt, ich habe ein Schema vorgegeben, das dann auch zur Validierung genutzt werden konnte und das LLM musste quasi Inhalte von einem Quelltext in dieses Schema extrahieren und auch da hat die Optimierung über das Gepper-Verfahren tatsächlich einiges gebracht. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, das für einige Beispiele mal auszuprobieren. Das Schöne ist, dass LLMs zusammen mit der Dokumentation von DSPy das auch relativ schnell begreifen und Code erzeugen können, der dann tatsächlich schnell getestet werden kann. Das, was am längsten dauert bei DSPy, ist wirklich dann dieser Optimierungsprozess, weil, wie gesagt, sehr viele Kandidaten generiert werden, sehr viele Kandidatenprompts geschrieben werden und am Ende baut sich dann der letztendlich entstandene Prompt aus diesen besten Kandidaten dann zusammen. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich halte DSPy tatsächlich für ein relativ wichtiges Werkzeug, was man in seinem Werkzeugkoffer haben kann. Es ist natürlich ehrlicherweise, wenn man jetzt Coding-Agenten sich anschaut, Agentic Loops und Skills, hat man das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen überholt ist. Ich glaube aber nicht, dass dem so ist, sondern für viele Anwendungsfälle, glaube ich, lohnt es sich immer noch, sehr strukturiert vorzugehen und das Ganze tatsächlich dann besser zu kodifizieren. Gerade wenn es Systeme sein sollen, die lange laufen sollen, wo auch die Nachvollziehbarkeit extrem wichtig ist, kann man natürlich mit diesem sehr strukturierten Ansatz auch sehr gute Traces erzeugen, die dann wirklich die Nachvollziehbarkeit deutlich erhöhen. Ja, ich hoffe, dieses doch eher technische Video hat euch gefallen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr mehr Videos in diesem Stil sehen wollt, dann mache ich gerne auch einen Deep Dive vielleicht in andere Frameworks und Libraries. Lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal, schaut auch gerne in unsere anderen Videos rein. Wir haben ja mittlerweile einen ganzen bunten Blumenstrauß an Themen, den wir hier auf unserem Kanal adressieren. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.